Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute sind wir wieder auf unserem Main-Server unterwegs, hier auf S31 und ja, nicht wundern, mein Inventar sieht aus wie ein Haufen Bullshit, wie in einer Stierkampf-Arena. Und ja, das liegt daran, weil ich gerade meine Alu geklickt habe. Ich habe hier auch relativ viel Gold auf Tasche. Und wir sind gerade auf Rang 1. Ja, wir sind hier wieder auf dem Main-Server, da ich euch mal meine Fortschritte hier jetzt weiter zeigen wollte. Und zwar, ja, meine Mission ist ja hier weiterhin auf dem Server Road to Platz 1. Und ich würde mal behaupten, ja, das klappt einigermaßen gut. Ich habe mich jetzt die letzten Tage relativ gut auf Platz 1 festigen können, war jetzt sogar ein, zwei Mal in der internationalen Ehrenhalle. Das war vorher immer nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, zu welchen Zeitfenstern man immer aktiv ist, so, ne? Aber die letzten paar Tage hat das einigermaßen gut geklappt. Unter anderem auch heute stehe ich auch wieder in der internationalen Ehrenhalle, hatte ich gesehen gehabt. Kann ich euch gerne mal zeigen. Okay, jetzt ist Teufel auf Platz 1, aber mit weniger Ehre. Ja gut, das sind Dinge, die passieren halt eben nur auf S31, ja. Wir gucken mal, wo wir hier stehen. Wir sind hier gerade auf Platz 80, weltweit, international. Und wir schauen uns mal den Kampf an. Ja, nicht wundern, das ist die Schrift, die ist halt eben, ja. Ach, was soll ich dazu sagen? Ja, ihr wisst es selbst, S31. Ja, ich brauche da nicht großartig was anderes betonen. Ne, das ist halt, hier auf dem Server passieren halt Dinge, auf denen auf anderen Servern passiert das halt eben nicht so, ne? Ja, was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass man die Kämpfe hier nicht speichern kann, die internationalen. Das wäre halt noch super, super cool, wenn das irgendwie gehen würde. Funktioniert leider nicht, ja, aber vielleicht kommt das in Zukunft dann auch noch, wenn die Ehrenhalle oder die internationale Ehrenhalle nochmal ein bisschen in Angriff genommen wird, ein bisschen gefixt wird, ne? Genau, ja, auf jeden Fall haben wir uns hier ganz gut geschlagen. Gegen den 613er haben wir hier gewonnen. Das ist natürlich ganz nice. Ist aber relativ lucky. So, wenn ihr euch mal die Stats von ihm anschaut und unsere Stats, dann war es wirklich mehr als lucky gewesen. Weil ihr seht, der hat hier 214k Stärke und 213k Ausdauer. Und der hat Stärke und Ausdauer beides mehr als ich auf meinem Main-Attribut, ja. Also ich erreiche nicht mal mit meinem Main-Attribut sein Nebenattribut. Das ist schon heftig, ne? Aber ist halt Magier, gut reingekrittet, ne? Und gerade bei Ausdauer fehlt es mir halt immens so, ne? Ja, das war schon sehr, sehr lucky, ein sehr, sehr glücklicher Fight, deswegen gucken wir uns den nochmal an. Ja, wir haben echt ziemlich hart reingelackt, so fast 1 Milliarde Crit rausgehauen. Und ich muss sagen, ich gucke mir die Fights wirklich sehr, sehr gerne an, gerade so international. Wenn ich hier auf meinem Server hier Platz 1 bin, dann gucke ich mir gerne an, wie wir uns in der Ehrenhalle, in der internationalen hier vorankämpfen. Und schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde es ganz spannend, so den Char halt wachsen zu sehen und wie er sich verbessert mit der Zeit. Klar gibt es hier auf dem Server halt nicht mehr so viel zu zeigen, wie auf anderen Servern, wie jetzt zum Beispiel auf W50 oder so. Mein Rucksack ist voll, ja gut. Das müssen wir erstmal... Wir haben hier nichts, was wir zur Hexe bringen können, ne? Oder? Doch, Waffen, nice, okay. Ja, wie gesagt, es gibt hier halt nicht mehr so viel zu zeigen wie auf W50 jetzt zum Beispiel. Und ja, deswegen gibt es halt auch momentan ein bisschen mehr W50-Videos, aber ja, mein Hauptfokus bleibt halt nach wie vor auf meinem Main und das ist halt hier eben auf S31. Da kann sonst was auf W50 passieren. W50 ist cool, W50 macht mir nach wie vor immer noch sehr, sehr viel Spaß. Vor allem mit der Gilde und den Gildenfights da, wo wir ums Treppchen kämpfen, so, ne. Das ist ziemlich, ziemlich spannend und sehr, sehr cool. Allerdings wird das halt nie irgendwie, ja, mein Main ersetzen oder irgendwie, ja, dass ich darauf den Fokus verliere. Im Gegenteil. Also ich fokussiere mich deutlich, deutlich mehr noch auf meinen Main. Jetzt gerade, wenn es darum geht, die Goldgrube abzuholen und so, ne? Auch wenn das hier nicht mehr funktioniert mit dem Bug-Feature auf S31, ist auf Stufe 93 mit Stufe 587 die Goldgrube auch innerhalb von, weiß ich nicht, von 1,5 Stunden, 2 Stunden oder so gefühlt ist die schon wieder voll.
So, ne, also sagen wir mal so 2 Stunden, da ist die voll. Da muss ich mich auch darauf konzentrieren, dass ich die Goldgrube abhole, so alle 2 Stunden. Und das ist halt auch relativ zeitintensiv, sag ich mal. Ne? Und ja, stelle ich mir das jetzt vor, dass ich hier noch das Goldgruben-Feature, Schrägstrich Bug, hätte, dann würde ich nochmal doppelt so viel machen, aber müsste halt dann jede 1,5 Stunde oder jede Stunde hier das Gold abholen mit einer vollen Kapazität so, was natürlich noch nicer wäre irgendwo, ne? Aber halt auch noch zeitintensiver so, ne? Ja, was natürlich ein bisschen hinderlich ist, sag ich mal, in Bezug auf die internationale Ehrenhalle, weil wir da halt ein unfaires Messen haben, weil die Leute auf den anderen Servern können das natürlich machen so, ne? Und hauen mir deswegen so ein bisschen ab. Aber auf S31 selbst kann das ja niemand von uns machen so. Und deswegen bleibt die Konkurrenz auf unserem Server halt natürlich gleich so, ne? Aber, ich habe es ja schon gesagt, das sind halt nicht meine Ziele, die ich habe. Meine Ziele sind halt international ein bisschen voranzukommen. Das sind auf jeden Fall so die großen Ziele. Aber zuerst mal müssen wir Road to Platz 1 hier auf unserem nationalen Server natürlich festigen. Und das klappt halt auch eben nur durch sehr viel Fleiß, sehr viel Hingabe. Ich bin jetzt nicht so einer, der sich jetzt nachts irgendwie den Wecker stellt, um die Goldgrube abzuholen. So. Also bei mir läuft die tagsüber auch ein paar Mal voll und so. Ne? Also ich schaffe es nicht immer, die immer abzuholen, bevor sie vollgelaufen ist. Ich denke mal, das schafft niemand von uns, es sei denn, er nutzt illegale Hilfsmittel. So, ne? Aber da bin ich nun absolut gar kein Verfechter von. Und deswegen ist es für mich halt auch relativ schwierig so. Ne? Jo, genau. Trotzdem versuche ich da weiterhin mein Bestes zu geben und ich denke mal, das klappt ganz gut, denn ja, wie man sieht, ich habe mich schon relativ gut festigen können so und gewinne auch relativ viele Kämpfe. Das Ding ist halt, um mal so ein bisschen hier die Serie Road to Platz 1 auch ein bisschen ein bisschen ins Detail zu gehen, wenn man sich jetzt vergleicht, so meine Kontrahenten, jetzt einmal den Teufli, ne? Ich habe jetzt schon deutlich mehr Ausdauer als Teufli so. Bei Intelligenz hole ich jetzt langsam auf. Dadurch, dass ich jetzt halt eben auf mein Main-Attribut jetzt weiter skille. Ich habe mich jetzt ein bisschen konstanter halten können durch meine Ausdauer in der internationalen Ehrenhalle hier. Ne? Und versuche jetzt halt den Teufli halt durch das Main-Attribut Feuer mit Feuer bekämpfen quasi so, ne? Und das mit dem Leben skillen, was ich bisher gemacht hatte, der ist hier noch auf dem Santa Claus Achievement hängen geblieben hier, dass er das noch nicht hat. Der Server ist ja jetzt schon ein bisschen alt, ne? Also ich hatte das ja schon, auf dem Server habe ich meine Schuhe nicht ausgezogen hier. Und genau, gegen Sir Webster hatte ich halt ein bisschen mehr Ausdauer geskillt, sodass er mich nicht ganz so wegkrittet. Und gut, hier kann man es jetzt nicht ganz vergleichen, weil ihm gerade ein Item fehlt natürlich, das sind viele Attribute, ne? Aber auch hier bin ich dabei, ein bisschen aufzuholen, ne? Ein bisschen voranzuschreiten so. Und ich freue mich auch schon wirklich richtig doll auf den nächsten Legendary Dungeon, wenn der kommt, weil das wird wieder richtig schöne Stat-Boosts geben, so auf meine Attribute. Und dann werde ich wieder das ganze Inventar voller Epics haben. Ne? Jetzt habe ich momentan gerade 3 Epics aufbewahrt, falls mal wieder so eine komische Quest kommen sollte. Ich muss mal gucken, was haben wir hier heute eigentlich? Okay, gegen Magier müssen wir Fights gewinnen. Gut, dann verbinden wir das gleich mal hier. Ja, nice, dann haben wir es damit schon erledigt. Perfekt. Genau, wenn man jetzt sich zum Beispiel den Psycho anguckt hier, ne? Der hat hier deutlich bessere Waffen als ich auf dem Server, ne? Hat sie nicht so krass verbessert wie ich, aber da hatte ich ja auch gesagt, da mache ich jetzt einen Cut, da mache ich einen Stopp. Lohnt sich für mich nicht weiter. Und er ist natürlich auch vom Level her deutlich vor mir, so, ne? Das muss man dazu sagen. Allerdings könnte ich halt auch gute Attribut-Stats schon machen, wenn ich jetzt den nächsten Legendary Dungeon mitnehmen sollte. Ne? Guck mal, man muss ja sich alleine schon vor Augen führen, der Teufli, der jetzt ein paar Level unter mir ist, hat schon eine stärkere Waffe als ich. Der hat die auch gut verbessert, seine Items hier. Ne? Gut, 13, 14, 12, gut, ja, ein bisschen mehr auf die Waffe gelegt hier das Ganze, sein Fokus. Hatte ja schon mal ein Video dazu gemacht, wo ich mal mit Strider so ein bisschen drüber philosophiert hatte oder ihn gefragt hatte so. Und ab wann man nun das Equipment wechselt, ne? Ab wann lohnt sich das, ab wie viel Attributpunkte lohnt sich das etwa so. Und da sind wir ja so drauf, einigermaßen auf einen grünen Zweig gekommen oder er hatte vorgeschlagen, so die Waffe
ab einer Verbesserung von bis zu 5% auf die Attribute. Wenn das passiert, könnte man drüber nachdenken, die zu wechseln, und das normale Equipment 10%. Wenn das 10% besser ist als dein jetziges, dann kann man auch drüber nachdenken, das zu wechseln. Aber es ist halt eben nicht der Hauptfokus, weil alles, was ihr hier an Dingen mit euch so umhertragt, das sind halt alles eben temporäre Gegenstände, oder besser gesagt temporäre Stat-Punkte, ne? Mehr ist es ja nicht, das ist alles nur temporär, was ihr hier anhabt. Man könnte jetzt zum Beispiel einfach so alles hier mal ausziehen, ja, und dann sieht man halt eben am Ende des Tages, was halt wirklich zählt, und das sind eben die normalen Stat-Punkte, oder besser gesagt auch hier die Basispunkte, ne? Das skaliert natürlich auch mit vielen Sachen, die hier noch mit umher schwanken, so, ne? Aber halt eben die Basispunkte sind das, was halt eben bleibt am Ende des Tages. Und das Equipment, das könnt ihr immer wechseln. Das könnt ihr wechseln, wenn es komplett outdated ist. Das könnt ihr nach 1 Jahr wechseln, das könnt ihr nach 5 Jahren wechseln. Es ist scheißegal, das Wichtige ist, ihr macht eure Alu fertig und ihr boostet eure Basispunkte, weil das ist das, was euch bleibt. Ne? Und wenn man mich jetzt mal so vergleicht mit nur den Basispunkten in der Ehrenhalle, wir gehen mal vielleicht ein bisschen weiter runter so, gucken wir mal vielleicht auf Rang 14. Ja, vergleichen wir uns mal mit Rang 14 einfach so. Da sieht man, da komme ich jetzt hier schon fast ohne Equipment an die Bella ran. Ne? Und das halt komplett ohne Equipment, nur mit meinen Basisstats und halt die temporären Sachen, jetzt zum Beispiel auch Tränke, die auf meine Basisstats auch skalieren natürlich so. Ne? Und das ist halt eben das, was euch keiner nehmen kann, und das ist das, was wichtig ist. Und das Equipment, das könnt ihr jederzeit immer austauschen. Und das hilft euch vielleicht temporär weiter so, falls ihr mal in den Dungeons stuck seid oder so, oder falls ihr wirklich den Fokus darauf habt, auf eurem Server jetzt erstmal Rang 1 zu sichern. Aber ihr könnt euch, was ich damit sagen will, ihr könnt euch immer Rang 1 sichern, wenn ihr euch dafür entscheidet, ein neues Equipment zu besorgen. So, ne? Und für mich macht es halt momentan keinen Sinn, ein neues Equipment zu besorgen, weil ich komme in den Dungeons nicht weiter, selbst wenn ich da irgendwie, sagen wir mal, selbst wenn ich irgendwie 100 Stat-Punkte auf meine Waffe besser hätte, würde es mir nicht so sehr viel bringen in den Dungeons, weil ich hier so hart stuck bin, weil die so unbesiegbar sind. Das heißt, dungeon-technisch macht es keinen Sinn. Ehrenhallentechnisch würde es einen Sinn machen. Ist nur die Frage, ob sich das lohnt, schon zu wechseln. Weil dadurch müsst ihr natürlich wieder mehr Ressourcen verbrauchen, so. Ne, mit Metalle und Kristalle so, auch wenn ihr wirklich da einen Großteil, also wirklich den allergrößten Teil oder fast alles sogar zurückbekommt, ist es halt die Frage, ob sich das halt lohnt, und deswegen mein Main-Fokus weiterhin erstmal noch auf die Basisattribute verbessern, und den nächsten Dungeon werde ich dann halt auch eben, ohne mich neu zu equippen, einfach so mitnehmen. Jetzt habe ich sogar gegen die Bella verloren hier, oder was? Das kann ja wohl nicht angehen hier. Ne? Und das sogar mit Equipment Rule. Das muss ja ein sehr unlucky Fight gewesen sein. Ja, moin. Ja, passiert eben auch mal. Ne? Kann passieren. So. Sehr lustiger Vorführeffekt hier. Ne? Gerade geflext eben, dass ich fast die gleichen Attributpunkte habe wie Bella ohne Equipment. Jetzt ziehe ich Equipment an und jetzt besiegt mich Bella. Ja, moin, guten Tag. Aber so ist das eben. Das ist halt alles eben auch immer noch Luck-basiert. Ne? Deswegen auch die Ehrenhalle natürlich auch viel mit eben Glück zu tun. Ne? Ihr könnt die Kämpfe halt nicht beeinflussen, außer dass ihr halt eben eure Attributpunkte weiter steigert und halt dadurch eben minimiert, dass man euch besiegen könnte. So, ne? Ja, und dafür muss man halt eben lange Zeit spielen und hoffen, was heißt hoffen, dass die Konkurrenz inaktiver wird. Eigentlich willst du das nicht hoffen, weil dadurch nimmt dir das natürlich auch den Spielspaß. Wenn du jetzt Alleinherrscher auf deinem Server bist und jeden anderen Kampf oder jeden anderen Gegner besiegst, ist es vielleicht auch nicht so spannend. Dann musst du dich halt wirklich komplett darauf konzentrieren, zum Beispiel wie Strider, der ist ja unangefochten auf Platz 1 auf seinen USA-Server. Und da kommt ihm keiner mehr in die Quere, hier auf seinen nationalen Server. Aber ja,
der guckt halt eben nur in die internationale Ehrenhalle und was da halt abgeht, ne? Und wie da die Kämpfe gemacht werden und so, ne? Und wie er halt dasteht. Genau. Und das ist halt eben für mich persönlich die deutlich interessantere Rangliste als jetzt die nationale. Ne? Aber nationale ist immer der erste Schritt zur internationalen. Jo, genau. Das auf jeden Fall erstmal dazu. Mein Stand hier auf S31 auf meinem Main-Server. Es geht voran. Und ja, es festigt sich auf jeden Fall mit der Zeit. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.